Hallo liebe Freunde da draußen, mein Name ist Michi, herzlich willkommen bei Mosartig. Und damit ganz herzlich willkommen zu meiner 1000 Abonnenten Special Folge. Ja, ihr hört richtig, ich habe mit dem letzten Video die 1000er Abonnentenmarke überschritten und das ist für mich persönlich ein ganz spezieller Moment. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie sehr ich mich letzte Woche gefreut habe, als ich das gesehen habe. Und ihr wisst auch ganz genau, was das bedeutet, denn als ich damals meine 500er Abonnentenmarke überschritten habe, habe ich euch da draußen versprochen, dass ich ein 1000er Abonnenten-Special mache und natürlich auch eine Verlosung mit hinten dran hängen. Also für die Leute da draußen, die an der Verlosung gerne teilnehmen möchten, lohnt es sich, dran zu bleiben, denn am Ende gucken wir einmal in dieses Überraschungszelt hier rein, da habe ich was drin vorbereitet und dann schauen wir uns an, was es zu gewinnen gibt. Natürlich gucken wir aber in diesem Video auch nochmal unsere Ladies in dem Mars Hydro Zelt an und gucken mal, wie die sich gerade in Blütewoche 9 so befinden. Ich habe sie noch nicht umgeholzt, weil ich mir am Bild der Trichome, das hat mir noch nicht so genau gepasst. Ne? Also so ein bisschen was, denke ich, geht da noch, vor allem bei der OG Kush. Die Purple Oreos F1 sieht schon ganz knusprig aus. Da kribbelt es mir wirklich so in den Händen, aber wir gucken uns das gleich auch nochmal zusammen an. Jetzt, bevor wir uns die Pflanzen anschauen, möchte ich aber auch noch mal ein ganz, ganz großes Dank an meine Unterstützer rausgeben, die einmal vor allem der große Punkt von euch da draußen, ne, alle, die hier fleißig kommentieren, mir wirklich gute und wichtige Tipps geben, die ich mir wirklich zu Herzen nehme und die ich auch hier umsetze. Und natürlich aber auch großes Dank an die Sponsoren Couple of Plants und Mars Hydro, die hier den letzten Grow mit betreut haben und mich dabei unterstützt haben. Vielen, vielen Dank dafür, dass ihr mich da so unterstützt habt und dass das Ergebnis, was da drin steht, sich für einen Anfänger, der ich ja nun mal bin, doch, finde ich, ganz gut sehen lässt. Schauen wir uns die Damen mal an. Kommt mit. Ja, und dann würde ich sagen, beginnen wir doch einfach mal mit der Draufsicht. Was passiert, wenn ich das Zelt hier öffne? Dann sehen wir hier in dem rechten Topf, in einem Stofftopf, stehen auf so einer Bewässerungsstation von AC Infinity in der Erde von Couple of Plants die OG Kush. Und genau das gleiche gilt hier unten in dem linken Topf für die Purple Oreos F1 von dem Saatguthersteller Seedsman. Die OG Kush musste ich im Laufe des Grow-Versuchs etwas hochstellen, weil sie einfach etwas buschiger gewachsen ist und nicht ganz so in die Höhe geschossen ist wie die Purple Oreos F1. Das war für mich in dem Grow so ein bisschen die Schwierigkeit, hier ein vernünftiges Canopy-Level zu finden. Generell habe ich beide Pflanzen nach dem Mainlining-Prinzip erzogen und das hat mir auch sehr, sehr, ich sag mal so, es hat sehr gut geklappt für den Anfang, für den ersten Versuch. Was mir dann ein bisschen entglitten ist, ist die spätere Kontrolle hier dieser nach oben schießenden Triebe mit einem Scrog-Netz oder mit weiterem Low-Stress-Training mit Hilfe von solchen kleinen Clips, mit denen man die Triebe noch mal hätte etwas runterbiegen können. Einem Scrog-Netz oder mit Supercropping hätte man das unter Kontrolle bringen können. Ich habe es verpasst. Ja, da muss ich sagen, da hat mir einfach die Erfahrung gefehlt und ich habe es jetzt einfach mal in die Höhe schießen lassen. Sehe natürlich, und die Kritik von euch da draußen, die ist auf jeden Fall auch angebracht, dass man die Fläche des Zeltes durchaus hätte besser nutzen können. Ich werde das im nächsten Grow auf jeden Fall mit einbauen. Da werde ich mal versuchen, wie gesagt, in jedem Zelt eine Pflanze zu haben und dann mit einem Scrog-Netz zu arbeiten, um euch da draußen dann mal zu zeigen, beziehungsweise versuche ich es einfach mal, ob ich das hinbekomme, so ein 70x70er Zelt auch wirklich ausreichend zu füllen. Ja, wir sehen hier ein komplettes Setup, einmal von dem Sponsor von Mars Hydro, also hier drin ist wirklich alles. Das Zelt 70x70 auf 1,60er, die FCE 1500er Lampe plus der neue Ventilator hier hinten auch, zusammengesteuert über eine Klimaregelung von Mars Hydro. Da ist der Inline-Vent quasi steuerbar, der richtet sich dann nach der Luftfeuchtigkeit und der Temperatur. Und das hat hier in diesem Setup für mich wunderbar funktioniert. Also Mars Hydro ist hier ein super Partner für Anfänger, bietet das komplette Setup für einen sehr, sehr attraktiven Preis an. Und ihr bekommt auch noch 3% Rabatt, wenn ihr den Code MOSartig auf der Seite von Mars Hydro verwendet. Gut, für alle weiteren, die sich an der Living Soil for Couple of Plants interessieren und diese gerne mal ausprobieren möchten, die bleiben gerne dran, weil vielleicht könnte es ein Teil der Verlosung sein. Aber auch mit Moosartig bekommt ihr 10% Rabatt in dem Shop von Couple of Plants auf alle Produkte. Jetzt würde ich sagen, genug der Werbung und wir gucken uns jetzt nochmal die Buds von oben an. Und zwar beginnen wir hier wieder mit der OG Kush.
Und ich muss sagen, also die OG Kush hier von Royal Queen Seeds, wenn ich das Zelt aufmache, es riecht ultra limonig, ja. Also die hat wirklich ein sehr, sehr markantes, frisches Zitronenduftaroma. Und ich finde hier, eigentlich ist jetzt Blütewoche 9, ne? Laut Hersteller könnte man schon in Woche 9 auch ernten. Aber ich sehe, die Trichomköpfchen sind noch relativ durchsichtig. Und wenn ich mir die Buds anschaue, auch nochmal mit diesen Fädchen, die schiebt wirklich hier, ihr seht sie in der Mitte, schiebt sie immer mal wieder neue weiße Fädchen durch und auch die Blüten werden noch immer dicker. Ich glaube, ich wäre wirklich blöd, wenn ich hier voreilig handeln würde. Ich habe dank der Tipps von euch hier auch nochmal versucht, ne, diese Stäbchen so ein bisschen auseinanderzuziehen. Ihr seht, jeder Tipp wird überprüft und dann auch umgesetzt, dass die Buds hier nicht so nah aufeinander hängen, dass hier noch besser die Luft zirkulieren kann und vor allem, dass keine Blätter auf die Blüten drücken. Die wächst quasi bis hier hinten rein, ne, und auch hier unten sieht man noch so leichte Buds. Da bin ich wirklich sehr auf den Ertrag gespannt, weil ich muss schon sagen, also für mich, ich kann die Kritik nicht ganz verstehen, dass die Buds zu mickrig sind. Ich finde, für mich sind das doch schon ganz ordentliche Blüten, die hier raushaut. So viel zu OG Kush und auch in Blütewoche 9. Die Blattfarbe ist immer noch fantastisch, also Nährstoffprobleme scheint diese Pflanze hier nicht zu bekommen. Und schauen wir uns mal die Buds der Purple Oreos F1 nochmal an, die mit ihren schönen lila Blättern daherkommt. Ja, also hier nochmal der direkte Blattvergleich. Guckt es euch auch mal von unten an. Ne? Also die hat eine richtig schöne Verfärbung bekommen. Oben sieht sie wirklich hier so Gorilla-mäßig aus, ein Silverback. Ne? Also die Trichome bilden hier so einen richtig schönen silbernen Überzug im Kontrast zu diesen dunklen Blättern. Und die Blüten sind wirklich ultra kompakt. Also die wachsen deutlich dichter. Die hier sehen ein bisschen fluffiger aus noch von der OG Kush. Und die hier wachsen wirklich richtig, richtig kompakt und bilden hier unten auch schön weiterführende so kleine Portionsbuds aus. Und die sind richtig klebrig, Leute. Also da muss man echt vorsichtig sein, wenn man da ein paar Blätter, ich merke es jetzt auch wieder an der Hand, ein paar Blätter anfasst aus Versehen oder so, da klebt man richtig dran fest. Also das riecht auch richtig schön. Ja, hat richtig was, ich würde jetzt nicht sagen Oreo-mäßiges. Es ist ein bekannter Duft. Ich kann es nicht einordnen. Schwierig zu sagen, aber riecht auf jeden Fall richtig schön würzig. Bin ich auch mal gespannt, was letztendlich hierbei rumkommen wird. Die Purple Oreos F1 ist auf jeden Fall weiter, schon als die OG Kush. Und ich denke mal, dass sie vielleicht am Wochenende oder im Laufe nächster Woche geerntet werden kann. Sie fängt jetzt langsam an, auch diese Zuckerblätter hier oben so leicht nach oben zu rollen. Das kann was mit der Lichtstärke natürlich zu tun haben, kann aber natürlich, also hier unten ist das auch der Fall. Ich denke mal, das ist einfach jetzt an der Zeit, dass wir uns von der Purple Oreos F1 verabschieden. Gut, liebe Leute, das war die Draufsicht auf die Pflanzen. Ich mache nochmal so einen Schwenk hier rüber. Also, ach, das gefällt mir wirklich richtig gut hier, die OG Kush. Finde ich wirklich fantastisch. Gut, liebe Leute, und dann sehen wir uns jetzt zum 1000 Abonnenten-Special in Zelt Nummer 2. Und zwar habe ich euch ja versprochen, sobald wir die Tausender-Marke durchbrechen, wird es eine Verlosung geben. Und ich möchte mich bei euch bedanken für all die Leute, die da draußen das Abo geklickt haben und regelmäßig meine Videos schauen. Möchte ich eine kleine Verlosung machen. Und zwar gibt es 3 Preise zu gewinnen. Und der Preis Nummer 1 ist hier jetzt nicht abgebildet, aber das ist ein 70 x 70 x 1,60er Grow-Zelt der Firma Mars Hydro. Das Grow-Zelt an sich, jetzt ohne Technik, da habe ich noch ein zweites hier liegen. Das habe ich zugeschickt bekommen, um das Grow-Zelt Review zu machen. Und das habe ich nur einmal aufgebaut und wieder abgebaut und das befindet sich gerade wieder im Karton und ist versandbereit für einen von euch da draußen. Also, erster Preis ist ein 70 x 70 1,60er Grow-Zelt von Mars Hydro. Und der zweite Preis steht hier auf der linken Seite. Und zwar ist es ein komplettes Einstiegsset von der Living Soil von Couple of Plants, das ich für euch bei Couple of Plants bestellen werde und auch selbstständig bezahlen werde. Also das wird nicht gesponsert werden. Warum bezahle ich das selbst? Weil ich einfach hinter diesem Produkt stehe und finde, das hat wirklich was, der Hersteller macht einen guten Job und das hat er auch verdient. Zweiter Preis, also Einstiegspaket Living Soil, ist super für alle, die einfach mal gerne mit dem Thema Living Soil starten möchten und hier einfach mal in die Welt der Living Soil reinschnuppern möchten und ja, so wie ich auf Anhieb doch passable Ergebnisse damit erzielen können.
Für den dritten Preis habe ich mir überlegt, gibt es einen niegelnagelneuen Drain Master, hier auf der rechten Seite dargestellt, für alle, die gerne mit Kunststofftöpfen growen möchten. Hier kann man den Drain abfangen mit Hilfe dieser Rillen und unten in diesem kleinen durchsichtigen Kunststoffgefäß aufsammeln, um pH-Wertmessungen, EC-Wertmessungen durchzuführen und gegebenenfalls das Wasser auch wieder zurückzugeben in die Pflanze. Also, erster Platz GrowZelt von Mars Hydro. Zweiter Platz ist die Living Soil von Couple of Plants in einem Komplettpaket. Und der dritte Platz ist der Drain Master. Zu allen 3 Preisen könnt ihr, wenn ihr möchtet, gerne eine von meinen tollen Emaille Moosartig Tassen dazu bekommen. Ja, für alle die das gerne möchten, das dürft ihr mir dann gerne schreiben. Für die es nicht möchten, das könnt ihr natürlich auch gerne sagen, dann gebe ich diese Tasse gerne an jemand anderen weiter. Diese Tasse hier oben, die Großartig-Tasse, die ist meine eigene, die ist illegal, die werde ich nicht rausgeben. Aber keine Sorge, ich habe auf jeden Fall für jeden der 3 Preise eine Moosartig Emaille-Tasse, die ich gerne mit beilege. Ja, was müsst ihr dafür machen, um an dem Gewinnspiel teilzunehmen? Bitte abonniert den Kanal, wenn ihr das nicht schon längst gemacht habt. Bitte schreibt einen Kommentar über den bisher erfolgreichsten Grow, den ihr hattet, mit welcher Sorte das war, und vielleicht den bisher schlechtesten Grow, mit welcher Sorte das war. Und falls ihr da draußen noch keine großartige Erfahrung gemacht habt mit dem Grown, dann würde es mich einfach interessieren, welche Sorte euch vielleicht mal interessieren könnte, welche ich hier anbauen soll. Schreibt es mir unten in die Kommentare rein, hinterlasst ein Abo. Und in 14 Tagen mache ich die Auslosung und das Ergebnis der Auslosung werde ich natürlich in meinem nächsten Video hier schreiben. Ihr bekommt in jedem Fall dann aber Bescheid, wer von euch da draußen dann diese Preise gewonnen hat. Ja, dann freue ich mich auf eine rege Beteiligung. Meine Frau hat mir noch gesagt, ich soll noch hinterher schicken, der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Ja. Also liebe Leute, viele Grüße gehen da raus. Vielen Dank an alle meine Zuschauer. Ich wünsche euch allen ein wunderschönes Wochenende und wir sehen uns nächste Woche wieder. Bis bald, euer Michi.